Welcome to my channel. Eckelbert spielt Retro. First, I'd like to wish you all a happy new year. And because German is my mother language, I will go on in German. But you can read my words in the subtitles. Also, hallo zusammen. Ich habe ja ein Unboxing-Video gemacht, das nur bis zu dem Punkt gegangen ist, dass ich die Umverpackung entfernt habe und dann vorgelesen habe, was für Texte auf der Verpackung stehen. Das war ursprünglich nicht so gedacht für YouTube, sondern das war eigentlich privat gedacht, aber wir haben so viel darüber gelacht, dass wir gedacht haben, wir stellen das einfach mal ein. Und aufgrund der Kommentare, die zu dem Video kamen, habe ich mir heute Morgen spontan überlegt, wir können ein Unboxing 2 machen, weil was ich jetzt machen kann, natürlich ein Unboxing, wie das alle anderen gemacht haben, die das aber frisch neu bekommen haben, wo noch alles original verpackt ist. Ich habe jetzt alles wieder zurückgepackt, so wie es ursprünglich war. Aber der Vorteil ist, ich kann ja jetzt schon direkt was dazu sagen, meine ersten Erfahrungen mitteilen. Und das ist dann eigentlich auch ein Mehrwert bei diesem Teil 2 Video. So, also stellen wir uns mal vor, wir haben die Umverpackung entfernt und haben jetzt hier die Originalverpackung vom neuen Commodore C64 Ultimate. Das, was wahrscheinlich schon viele gesehen haben in den Videos, ist, dass Commodore sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben hat, eine sehr schöne Verpackung zu machen. Und hier auch ein bisschen eine Geschichte zu erzählen. Ihr müsstet jetzt eigentlich sehen können, dass hier Commodore noch etwas drauf gedruckt hat, so dass man hier eine kleine Customer Journey hat und hier auch nochmal sehr sympathisch eine Karte eingelegt hat, wo nochmal eigentlich eine nicht so kommerzielle Botschaft, wie man das sonst bei Unterhaltungselektronik gewohnt ist, dargestellt wird. Ich packe das Ganze jetzt mal aus, wundert euch nicht, das sind natürlich jetzt alles Tüten und Boxen, die ich schon mal geöffnet habe. Aber hat jetzt auch den Vorteil, dass es dann vielleicht etwas schneller geht. Ich fange jetzt gleich mal hier an mit der Kartonbox, in der einige Zusätze drin sind. Die lässt sich jetzt zum Glück schon sehr leicht öffnen. Und da haben wir einmal diese mega coolen Sticker, die mir echt gut gefallen und die garantiert, wenn das Wetter jetzt wieder besser wird, es regnet gerade, wenn das Auto gewaschen ist, auf meinem Auto landen werden. Dann haben wir hier ein HDMI-Kabel. Habe ich erst überhaupt gar nicht benutzt, komme ich aber gleich nochmal später dazu. Ich habe es benutzt und es ist wirklich sehr wertig. Es ist sehr schön dick vermantelt und besser als so manches günstiger HDMI-Kabel. Dann haben wir hier die Kassette, die bei mir nicht an der Verpackung drin geklebt hat, so wie bei vielen anderen. Und die ist ja der USB-Stick, wo Commodore Software mitliefert, Demos. Und was ich aber gemacht habe, ich habe das Ganze direkt auf einen eigenen USB-Stick rüber kopiert und dann auch meine eigene Spielebibliothek hinzugefügt. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn ihr den USB-Stick hinten in die, kommen wir ja gleich dazu, USB-Schnittstellen steckt, dann habt ihr hier doch einen gewissen Hebel und der wird über die Jahre den USB-Port nicht gut tun. Deshalb verschwindet das bei mir wieder in der Originalverpackung. So, und dann als allerletztes ist hier noch ein Netzteil. Das klebt sehr gut, wie ihr seht. Und das Netzteil ist auch viel besser, als ich erwartet habe. Also einmal, wenn man das öffnet, ich gehe davon aus, dass hier wirklich alle Stecker dabei sind, die man auf der Welt braucht, um sein C64 an das Stromnetz anschließen zu können.
Und ich habe natürlich auch hier meinen benötigten Adapter für das deutsche Stromnetz schon drauf. Und was mir halt wirklich gut gefällt, natürlich ist es jetzt sehr viel kleiner als die alten Netzteile. Es wird auch überhaupt nicht heiß. Aber was ich richtig toll finde, ist die Kabellänge. Gerade ja wird da gerne gespart, weil Kabel teuer ist. Und hier sieht man, hier ist wirklich Kabellänge. Ich kann das eigentlich in der Wohnung überall anklemmen. Hier sind genug Steckdosen. Und dann kann man C64 entweder auf den Wohnzimmertisch stellen, auf den Esstisch stellen, egal wo. Es ist immer genug Kabel da. Das ist nicht selbstverständlich und das finde ich richtig gut. So, jetzt packt man das erstmal auf die Seite. So, und dann geht es hier ans Eingemachte. Der C64 ist hier wirklich gut geschützt. Ich finde, das ist eine super Verpackung, da wackelt nichts, da ist alles sicher. Und wenn wir jetzt hier die Kunststoffstützen rausnehmen, dann stellen wir fest, dass hier noch etwas drin ist, nämlich Printed on Paper, das Manual. Und ich war am Anfang total begeistert. Mann, super, endlich so wie ich das als Kind erlebt habe, mit einem gedruckten Handbuch, wo alles drin erklärt wird. Dann war ich aber so begeistert und habe alles erstmal ohne Handbuch gemacht. Und so wie es halt ist, irgendwann festgestellt, ups, lesen wir doch mal das Handbuch, da stehen ja noch einige Tipps drin, da komme ich gleich drauf zurück. Zum Beispiel, ein Beispiel bringe ich jetzt direkt. Ich habe den C64 eifrig ausprobiert, viele Sachen ausprobiert, gerade auch dann in dem Bereich mit verschiedenen Spielen, PAL, NTSC, verschiedene Ausgabegeräte, Monitore, und eines Morgens mache ich den C64 an und habe ein schwarzes Bild. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht liegt es am Kabel, und habe dann mein minderwertiges HDMI-Kabel abgemacht und das hochwertige rangemacht, von Commodore selbst mitgeliefert, und auch das half nicht. Dann habe ich festgestellt, oh, ich kann ja sogar, wenn man nämlich die Bedienungsanleitung liest, wird es erwähnt, dass man beim Neustart mit gedrückt halten von Commodore und der Taste N in den NTSC-Modus starten kann direkt, oder das Ganze mit Commodore P in den PAL-Modus starten kann. Aber auch das hat nichts genützt. Und wie ich das dann gelöst habe, ist einfach, dass wenn man den C64 neu startet und dabei die Restore-Taste drückt, dass man dann in einem gesicherten Modus hochfährt, und zack, war das Bild auch wieder da. So, also was stellen wir fest, wenn wir den C64 Commodore Ultimate auspacken? Einmal das, was ich direkt am Anfang auch hatte, was mich sehr gestört hat, aber ich verstehe auch, dass das in der Eile passieren kann. Man sieht es hier, das C64, Commodore C64 Label, das hier aufgeklebt ist, das löst sich immer an einer Stelle. Ich muss mal überlegen, ob ich mir das dann selber nochmal festklebe. Und wenn wir jetzt uns den C64 Ultimate so anschauen, erstmal, er wirkt von der Verarbeitung total schön, ist im Verhältnis recht leicht, finde ich. Hier sind zahlreiche Schnittstellen dazugekommen oder geändert worden. Fangen wir mal auf dieser Seite an. Wir haben hier die gewohnten 2 Joystick-Ports im 9 Pin. Dann haben wir den berüchtigten Kippschalter, der tatsächlich meiner Meinung nach bei den Arten, wie man da draufdrücken muss, vielleicht doch nicht die große Lebenszeit haben wird. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, über das Menü von C64 Ultimate direkt mit Tastaturkürzeln den Rechner also auszuschalten oder auch ein Reset zu machen. Das sollte man machen, denn ich glaube auch da, wenn man den lange benutzen möchte, ist das hier eine kleine Krankheit, die da entstehen kann. Dann haben wir hier den Stecker für das Netzteil, das ist schön klein, viel platzsparender als früher. Und interessant hier ist tatsächlich ein transparenter Kunststoff drin, sodass man da schon in den C64 reinschauen kann.
Welchen Sinn das jetzt hat, das weiß ich nicht, aber es ist anders. So, und dann auf der Rückseite haben wir das ist ja auch beschrieben, das ist auch ein Unterschied, das kann ich gleich mal zeigen mit einem alten C64. Wir haben hier eingestanzt Memory Expansion. So, da kann man jetzt zum Beispiel ein Spiele-Cartridge oder ein Final Cartridge oder Viking Cartridge oder ein Easy Flash Cartridge einstecken. Ich habe auch ein Cartridge probiert. Ich bin der Besitzer eines Turbo Chameleon 64 und wer sich damit auskennt, damit kann man nicht nur ein C64 bereichern, sondern man kann damit auch verschiedene Konsolen oder auch einen Commodore Amiga emulieren. Da ist auch ein FPGA-Chip drauf oder Prozessor. Und ich vermute, dass das mit dem internen Board vom Commodore 64 Ultimate kollidiert. Und ich habe es aber trotzdem ausprobiert, eingesteckt und das startet nichts hoch, gar nichts. Also es funktioniert leider nicht. So, dann haben wir auf der Rückseite eine optische Schnittstelle. Für Musik habe ich noch nie benutzt, weiß ich gar nicht, wie es geht, habe ich bis jetzt keine Notwendigkeit gehabt. Dann haben wir hier eine 3,5 mm Klinke, wo man jetzt einen Soundausgang hat. Und die gewohnten Videoport und den seriellen Port für den Anschluss von Monitor und zum Beispiel Diskettenlaufwerk 1541. Und für mich ganz interessant, hier ist auch noch der Anschluss erhalten für die Datasette. Da ich noch sehr gerne viele Datasettentitel auch tatsächlich spiele, auch wenn das alles ein bisschen Zeit kostet, bin ich total happy, finde ich ein super Feature, dass das erhalten geblieben ist. Und dann haben wir hier eine Reihe neuer Schnittstellen, wie den HDMI-Ausgang, funktioniert super, bis auf das eine Thema, dass man vielleicht manchmal einen gesicherten Neustart machen muss, um das Bild wieder auf den Monitor zu bringen. Dann haben wir hier einen Ethernet-Anschluss, auch schon reichlich getestet, funktioniert spitze. Zum Beispiel an den Videos sieht man ja, die sind alle gestreamt aus dem C64 direkt auf dem PC. Und dann haben wir hier noch zwei USB-Ports, die aber nur dazu geeignet sind, Datenträger zu lesen. Da kann man keinen USB-Joystick oder andere USB-Peripheriegeräte wie Mäuse anschließen. Wie man eine Maus aber trotzdem an den C64 angeschlossen bekommt, werde ich vielleicht in dem nächsten Video zeigen. So, dann habe ich hier einmal den C64 Ultimate und ich habe mir es nicht nehmen lassen, noch einen alten C64 ähnlicher Bauart rauszuholen, um das Ganze mal zu vergleichen. Das ist jetzt hier ein alter C64. Der ist sogar made in Germany laut Aufkleber. Ich vermute, das ist aus der Produktion, die mal für Aldi gemacht worden ist. Und da fallen einem doch einige Unterschiede auf. Zum einen habe ich ja hier an den Schnittstellen überall eingestanzt, was das für eine Schnittstelle ist. Ist jetzt für Einsteiger sehr praktisch, finde ich. Finde ich eine gute Sache. Das war beim alten C64 nicht so. Da hat man aus Kostengründen einfach eine sehr einfache Mold benutzt und da ist, wenn man keine Ahnung hat, weiß man gar nicht, was los ist. Dann, leider sind die Gummis natürlich hier ab, verständlicherweise, aber ich vermute, dass der C64 doch, wenn er jetzt von 1988 ungefähr wird sein, dann ist er ja jetzt ja 37 Jahre alt, da haben die Gummis dann nicht gehalten. So, aber was einem auffällt, wenn man den in der Hand hält, und nimmt dann den C64 Ultimate, der ist leichter. Der ist wesentlich leichter. Dann sieht man aber auch, das habe ich schon bei anderen Videos gesehen, die sagten, das wäre exakt das gleiche Bauhöhe und so weiter. Nee, ist es nicht. Wenn man da jetzt das nebeneinander hält, sieht man, der alte C64 hier ist wesentlich höher. Man sieht es auch, wenn man die hier aneinander stellt. Wesentlich höher würde ich jetzt doch nicht sagen, aber es ist nicht die gleiche Mold. Also das ist nicht wirklich gleich.
Und obwohl hier natürlich das leider ärgerlich ist, dass sich das ablöst, das hier ist nicht so schön mit einem Profil versehen. Der ganze C64 Ultimate sieht einfach hübscher aus. Und hier sind ja auch die Farben noch in der ganz ursprünglichen, also auf den Funktionstasten, die Farben in diesem ganz ursprünglichen Beige. Und hier ist es schon dieses Grau und ich finde das einfach viel kultiger. So, das jetzt mal noch zu dem alten C64. Das Handbuch möchte ich noch erwähnen. Also erstens ist das richtig toll mit dem Wire hier gemacht. Es ist wirklich richtig wertig gedruckt und wenn man da reinschaut, das ist ein richtig aufwendiger Schriftsatz. Ich habe noch keine Fehler gefunden und ich muss sagen, das ist à la Bonheur. Das ist super gemacht und total interessant, auch für Einsteiger. Und ich habe da dann auch die Hilfen gefunden, um den C64 wieder auf meinem HDMI-Monitor sehen zu können. Von daher super toll, dass das Handbuch gedruckt dabei ist, finde ich einfach nur erste Klasse. Ja, so, dann komme ich jetzt mal zum Ende vom Unboxing. Was mir jetzt noch bleibt, ist eine Empfehlung. Ich kann nur sagen, wenn ihr Bock auf den C64 immer schon hattet, holt euch den C64 Ultimate und erlebt einfach alles nochmal neu, nur und viel besser. Ja, da schlägt schon der Wecker, es wird jetzt Zeit zum Ende zu kommen. Und zum anderen muss ich mich auch ganz herzlich einfach an der Community bedanken, die hinter Chris Perry steht und der Firma Commodore, die ja nun aus ganz vielen Händen und Helfern besteht, dass sie es geschafft haben, so ein geiles Teil auf den Markt zu werfen, und es sind ja nicht nur ein paar tausend Stück, das wird sicherlich noch sich etwas noch größer entwickeln, und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei Chris Perry bedanken. Also, ich sage nochmal frohes Neues und wir sehen uns dann im nächsten Video.